Die Panzer sind eines der entscheidenden Elemente der modernen Kriegsführung. Mit ihrer Stahlpanzerung, ihren mächtigen Kanonen und ihren überwältigenden Ketten bestimmen sie das Schicksal der Schlachtfelder. Doch welche Hauptkampfpanzer hat die türkische Armee seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute eingesetzt? Welche gepanzerten Giganten haben in den Reihen der türkischen Streitkräfte gedient? Von der M4 Sherman bis zur Leopard 2A4, von der M48 Patton bis zur Altay verfolgen wir gemeinsam die historische Entwicklung des türkischen Panzerbestands. Wenn euch diese Inhalte interessieren, vergesst nicht, unser Video zu liken und unseren Kanal für weitere ähnliche Inhalte zu abonnieren. Teilt eure Meinungen mit uns in den Kommentaren. Lasst uns loslegen und in die Geschichte der stählernen Giganten eintauchen. Die Hauptkampfpanzer der türkischen Armee von 1946 bis heute. Die Hauptkampfpanzer, MBT, der türkischen Armee wurden im Laufe der Zeit von verschiedenen Herstellern weltweit bezogen und modernisiert. Seit den 1940er Jahren wurde der türkische Panzerbestand durch Panzer aus Ländern wie den USA, Deutschland und Südkorea geprägt und schließlich mit dem einheimischen Altay-Panzer gekrönt. Hier ist die historische Entwicklung der Panzer, die von der türkischen Armee genutzt wurden. Erster M4 Sherman, 1946–1960er Jahre. Der M4 Sherman-Panzer wurde während des Zweiten Weltkriegs von den USA produziert und war einer der am weitesten verbreiteten Panzer dieser Zeit. Insgesamt wurden 49.234 Exemplare gebaut, und verschiedene Varianten wurden in vielen Armeen weltweit eingesetzt. Die türkische Armee erhielt den Sherman-Panzer nach dem Krieg im Rahmen amerikanischer Militärhilfen. Der M4 Sherman wog 30 Tonnen und wurde von 5 Besatzungsmitgliedern bedient. Die Standardversion war mit einer 75 mm M3 Kanone bewaffnet, während einige Varianten mit einer 76 mm M1 Kanone oder einer 105 mm Haubitze ausgestattet waren. Die Panzerung reichte von 12 mm bis 76 mm am Rumpf und von 50 mm bis 76 mm am Turm. Der Panzer wurde von einem Continental R975 C19 Zylinder luftgekühlten Benzinmotor angetrieben, der 400 PS leistete. Die maximale Geschwindigkeit lag zwischen 38 und 48 km pro Stunde, während die Reichweite etwa 160 km betrug. Als einer der legendären Panzer des Zweiten Weltkriegs wurde der M4 Sherman ab 1946 von der türkischen Armee durch amerikanische Militärhilfen übernommen. Etwa 300 Sherman-Panzer wurden an die Türkei geliefert und blieben bis in die 1960er Jahre im Bestand des türkischen Heeres. Da diese Panzer jedoch im Vergleich zu den modernen sowjetischen Panzern ihrer Zeit unzureichende Panzerung und Feuerkraft besaßen, wurden sie außer Dienst gestellt. Der M4 Sherman blieb aufgrund seiner Zuverlässigkeit und einfachen Produktion während des Krieges und in den Nachkriegsjahren in vielen Ländern, darunter auch die Türkei, weit verbreitet. Zweiter M47 Patton, 1950er–1980er Jahre. Der M47 Patton-Panzer wurde Anfang der 1950er Jahre von den USA entwickelt und während des Kalten Krieges an viele NATO-Staaten geliefert. Die türkische Armee erhielt im Rahmen amerikanischer Militärhilfen insgesamt 1347 M47 Patton-Panzer ab den 1950er Jahren. Der M47 Patton wiegt etwa 46 Tonnen und wird von einer 5-köpfigen Besatzung bedient. Seine Hauptbewaffnung besteht aus einer 90 mm M36 Kanone, ergänzt durch ein 7,62 mm M1919 koaxiales Maschinengewehr sowie ein 12,7 mm M2 Browning Flugabwehrmaschinengewehr. Die Panzerung variiert zwischen 76 mm und 102 mm, was ihm in dieser Zeit einen gewissen Schutz bot. Angetrieben wird der Panzer von einem Continental AV 1790 bis 5B Benzinmotor mit 810 PS, der eine maximale Geschwindigkeit von 48 km pro Stunde ermöglicht. Die Reichweite beträgt etwa 130 km. Das Torsionsstabfahrwerk bietet eine für die damalige Zeit angemessene Geländegängigkeit. Dritter M48 Patton, 1960er Jahre heute. Der M48 Patton wurde Ende der 1950er Jahre von den USA entwickelt und während des Kalten Krieges weitgehend von NATO-Staaten genutzt. Die türkische Armee nahm ab den 1960er Jahren verschiedene Modelle in Dienst,
darunter die M48A2, M48A5T1 und M48A5T2. Insbesondere die modernisierte M48A5T2-Version spielte über viele Jahre eine zentrale Rolle in den türkischen Panzerverbänden. Der M48 Patton wiegt zwischen 47 und 52 Tonnen und wird von einer vierköpfigen Besatzung bedient. Die Hauptbewaffnung variiert je nach Version. M48A2 90 mm, M41 Kanone. M48A5T2 105 mm, M68 Kanone. Zusätzlich ist der Panzer mit einem 7,62 mm koaxialen Maschinengewehr und einem 12,7 mm M2 Browning Flugabwehrmaschinengewehr ausgestattet. Die Panzerung reicht von 76 mm bis 120 mm, was ihm Schutz gegen damalige Bedrohungen bot. Der Antrieb erfolgt durch einen 750 PS starken Continental AVDS 1790-2 Dieselmotor, der dem M48 Patton eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km pro Stunde und eine Reichweite von etwa 450 km verleiht. Das Torsionsstabfahrwerk verbessert die Geländegängigkeit erheblich. Die Türkei modernisierte die M48 Patton-Panzer durch Aselsan, wodurch sie in die Versionen M48A5T1 und M48A5T2 umgewandelt wurden. 4. Leopard 1, 1980er Jahre heute. Der Leopard 1 wurde in den 1960er Jahren von Westdeutschland entwickelt und von vielen NATO-Staaten als Hauptkampfpanzer genutzt. Die Türkei nahm ab den 1980er Jahren verschiedene Leopard 1 Modelle in ihren Bestand auf, darunter den Leopard 1A1, Leopard 1A3 und Leopard 1T. Besonders der Leopard 1T wurde von den türkischen Streitkräften modernisiert und an die heutigen Anforderungen angepasst. Der Leopard 1 wiegt etwa 40 bis 42 Tonnen und wird von einer vierköpfigen Besatzung bedient. Die Hauptbewaffnung besteht aus einer 105 mm L7A3 Zugrohrkanone, die durch moderne Feuerleitsysteme unterstützt wird. Zusätzlich verfügt der Panzer über ein 7,62 mm MG3 koaxiales Maschinengewehr und ein 7,62 mm MG3 Flugabwehrmaschinengewehr. Die Panzerung variiert zwischen 10 mm und 70 mm am Rumpf sowie zwischen 50 mm und 60 mm am Turm, was den Panzer relativ leicht und beweglich macht. Angetrieben wird der Leopard 1 von einem 830 PS starken MTU-MB 838 km 500 Vielstoff-Dieselmotor, der eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km pro Stunde und eine Reichweite von etwa 600 km ermöglicht. Das Torsionsstabfahrwerk sorgt für eine hohe Geländegängigkeit unter schwierigen Bedingungen. Die türkische Armee hat die Leopard 1 Panzer durch Modernisierungsprogramme aufgerüstet, insbesondere mit Feuerleitsystemen und neuen optischen Systemen von Aselsan, wodurch der Leopard 1T entstand. 5. Leopard 2A4, 2000er Jahre heute. Der Leopard 2A4 wurde von Krauss-Maffei Wegmann, KMW, entwickelt und ist einer der modernsten Hauptkampfpanzer, der von vielen NATO-Staaten genutzt wird. Die Türkei kaufte zwischen 2005 und 2010-354 Leopard 2A4 Panzer aus Deutschland und nahm sie in ihren Bestand auf. Diese Panzer zählen zu den stärksten gepanzerten Einheiten der türkischen Streitkräfte in Bezug auf Schutz, Feuerkraft und Mobilität. Der Leopard 2A4 wiegt etwa 55 Tonnen und wird von einer vierköpfigen Besatzung bedient. Die Hauptbewaffnung besteht aus einer 120 mm L44 Glattrohrkanone, die nach NATO-Standards APS-T und HT-Munition abfeuern kann. Zusätzlich ist der Panzer mit einem 7,62 mm MG3 koaxialen Maschinengewehr sowie einem 7,62 mm MG3 Flugabwehrmaschinengewehr ausgestattet. Die Wanne und der Turm sind mit modularer Kompositpanzerung geschützt, die insbesondere gegen kinetische Energiegeschosse eine hohe Widerstandsfähigkeit bietet. Der Panzer wird von einem 1.500 PS starken MTU-MB 873K 501 Turbodieselmotor angetrieben, der eine Höchstgeschwindigkeit von 68 km pro Stunde und eine Reichweite von etwa 500 km ermöglicht. Das Torsionsstabfahrwerk sorgt für eine hohe Geländegängigkeit. Die Türkei hat mit der Modernisierung ihrer Leopard 2A4 Panzer begonnen.
Das Leopard 2A4 T1 Modernisierungsprogramm, entwickelt von Aselsan, verbessert den Panzerschutz durch aktive Schutzsysteme, modernisiert das Feuerleitsystem und integriert neue elektrooptische Sensoren. 6. M60 Patton-Serie, 1990er Gegenwart. Der M60 Patton-Panzer wiegt etwa 50 bis 52 Tonnen und wird von einer vierköpfigen Besatzung bedient. Die Hauptbewaffnung besteht bei den Modellen M60A1 und M60A3 aus einer 105 mm M68 Zugkanone, während sie in der modernisierten M60T Sabra-Version durch eine 120 mm Yemi MG253 Glattrohrkanone ersetzt wurde. Zudem ist der Panzer mit einem 7,62 mm M240C koaxialen Maschinengewehr und einem 12,7 mm M2 Browning Flugabwehrmaschinengewehr ausgestattet. Die Panzerung erreicht an der Wanne und am Turm eine Dicke von bis zu 120 mm, wobei insbesondere die M60T Sabra-Version mit modularer reaktiver Panzerung verstärkt wurde. Der Antrieb erfolgt in den Modellen M60A1 und M60A3 durch einen 750 PS Continental AVDS 17902 Dieselmotor, während in der M60T Sabra-Version ein 1000 PS MTU 881 K501 Turbodieselmotor zum Einsatz kommt. Standardmodelle erreichen eine Höchstgeschwindigkeit von 48 km pro Stunde und eine Reichweite von 480 km, während die modernisierten M60T Sabra-Panzer eine Geschwindigkeit von 55 km pro Stunde und eine Reichweite von etwa 500 km erzielen. Das Torsionsstabfahrwerk sorgt für eine hohe Geländegängigkeit. Die Türkei hat ihre M60-Panzer in Zusammenarbeit mit Aselsan und dem israelischen Unternehmen EMI modernisiert und in die M60T Sabra-Version umgewandelt. 7. Altay, 2023 Gegenwart. Der Altay ist ein in der Türkei entwickelter moderner Hauptkampfpanzer und gehört zu den fortschrittlichsten gepanzerten Plattformen, die für moderne Gefechtsbedingungen ausgelegt sind. Produziert von BMC, zeichnet sich der Panzer durch hohe Feuerkraft, fortschrittlichen Panzerungsschutz und überragende Mobilität aus. Ziel ist es, die Leopard 2A4 und M60T Sabra-Panzer der türkischen Streitkräfte zu ersetzen. Der Altay ist der erste vollständig in der Türkei entwickelte und hergestellte Hauptkampfpanzer. Der Altay wiegt 65 Tonnen und wird von einer vierköpfigen Besatzung, Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer, bedient. Die Hauptbewaffnung besteht aus einer 120 mm L55 Glattrohrkanone, die mit einem modernen Feuerleitsystem ausgestattet ist. Zusätzlich verfügt der Panzer über ein 7,62 mm koaxiales Maschinengewehr und ein 12,7 mm ferngesteuertes Waffensystem. Der Altay ist mit reaktiver und Verbundpanzerung ausgestattet und bietet dank des Akkuaktivschutzsystems einen hohen Schutz gegen Panzerabwehrraketen. Während die ersten Prototypen mit einem 1.500 PS MTU Dieselmotor ausgestattet waren, wird in der Serienproduktion der 1.500 PS Batu-Motor von BMC Power eingesetzt. Mit diesem Motor erreicht der Altay eine Höchstgeschwindigkeit von 65 km pro Stunde und eine Reichweite von etwa 500 km. Das Torsionsstabfahrwerk ermöglicht eine hervorragende Geländegängigkeit. Der Altay ist mit einem modernen Feuerleitsystem, Wärmebild- und Tagesoptiken, einem Laserentfernungsmesser und einem automatischen Zielverfolgungssystem ausgestattet. Dank seiner modularen Bauweise kann der Panzer leicht an zukünftige Bedrohungen angepasst werden. Die für die türkischen Streitkräfte produzierten T1 und T2 Versionen werden hinsichtlich Panzerung und Elektronik weiter verbessert. Und hier ist die Entwicklung der Hauptkampfpanzer der türkischen Armee vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Jeder dieser Panzer hat zur Stärkung der türkischen Verteidigung beigetragen und ist ein wichtiger Bestandteil unserer immer mächtiger werdenden gepanzerten Streitkräfte. Mit der fortschreitenden Technologie wird die Bodenstreitmacht der türkischen Streitkräfte von Jahr zu Jahr moderner und leistungsfähiger. Eure Meinungen und Fragen könnt ihr in den Kommentaren hinterlassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf ein Wiedersehen in neuen, mit Siegen auf dem Schlachtfeld gefüllten Inhalten.